Hallo, sag mal, wo sind wir hier? Wir sind bei meinem Production-Laden und wo mein Truck steht. Wo ist das? Ulzburg? Das ist Henschen-Ulzburg, ja. Henschen-Ulzburg. Das ist was wir gebrochen für die Festivals. Betsy, sie schafft nichts 1000 Burgers in einem Tag. Er schafft 1500 Burger am Tag. 1500? Ja, 1500 plus halbe Tonne Pommes. Und Betsy wäre 600 Burger, 250 Kilo Pommes, wenn wir vorbacken. Also 600 Burger im Tag. Burger und 200 Kilo. Ja, da ist 1500 Burger, 500 Kilo haben wir jetzt geschafft. Wenn wir vorbacken, mehr vielleicht 700 Kilo in einem Tag. Da hat 3 große Fritteuse drin. Wo warst du jetzt die Tage in Medin, Truck? Wo warst du? Die erste große Festival war Rock am Ring in Nürnberg. Ja. Und da war viel zu tun für uns. Ja. Wir hatten große Schlangen. Für 4 Stunden richtig durch. Metal. Metal hard, ja. Metal hard. Ja. Nein, da kennst du Wacken? It's the biggest one heavy metal ja. festival. Ja. Da waren wir ich war da mal. Ja, da waren wir leider noch nicht. Der hat uns einmal gefragt, aber wir hatten was anderes an dieser Seite. So. Okay. Aber willst du auch bestimmt? Ja, 100%. Wir wollten alles, was in der Nähe ist, Schleswig-Holstein, Hamburg machen, ja. Man denkt so, Heavy Metal Festivals, da ist Chaos. Gar nicht. Das ist sehr friedlich. Sehr nett. Ja, sehr nett. Ja. Auch die EDM-Festivals sind auch sehr nett. Und die fressen auch viel. Welches? Like, we had Abbey One gemacht dieses Jahr. Und das war jetzt unser großes Fest. Da haben wir in den 4 Tagen fast 3000 Burger gemacht. In 4 Tagen? In 4 Tagen, ja. Oh. Ja. Und wir hatten nur den VIP-Bereich gemacht. Wir waren nichts Infields. Wenn wir waren Infields, vielleicht für mehr, weiß ich noch nicht. Komm rein. Ja. So, Betsy. Betsy, genau. Betsy. Kleine little Washraum. Ja. Hier ist unser kleiner little Washraum. Da Okay. Lagern und nach Kühlschranks, Tiefkühlschranks. Mhm. Und hier ist unser kleiner Production Shop. Okay. Mhm. Und Ja, ich habe ein bisschen Mise en place schon vorbereitet. Oh ja, wie oft wird das gemacht? Also Die Coleslaw, fast jede Woche. Coleslaw ist der so ein Ist ein Salat. Salat. Ja. Coleslaw Salat ist. Salat. Ja. Unsere Oven, wir machen die Jackfruit. Kommt jetzt auf den Burger, so auf jeden Burger oder nicht? Nein, kommt auf die Veggie Pulled Pork. Okay. Veggie Pulled Pork. Aber viele Leute jetzt will auch Coleslaw auf Cheeseburger, aber ist nicht für mich, aber mache ich gerne. Du sagtest, sah das ganz anders aus. Ja, hier war Kneipe. Kneipe? Kleine Kneipe. Aber wir schon lange 5 Jahre so. Und da war eine kleine Schlachter, vegane Schlachter. Aber hat für sie nichts gut gelaufen, von was hat gehört. Und dann ich habe das in 2021 gemietet und war Chaos hier. War schlimm, war richtig schlimm. Das ist guck mal wie schlimm, da war just Schimmel, ja, guck mal, war richtig schlimm. Und das war jetzt dieser Raum, wo wir sind. Das war die Kneipe und hat auch geraucht, der hat geraucht drin, war schlimm. Dann wir hat sowas gebaut hier. Das ist dann für Lebensmittel, kannst du abwaschen, Wasser drauf, das Wasser kam nie durch. Ja? Wir haben nur ein Video geguckt und bestellt. Die ersten 3 Pallen war ein bisschen schlimm, aber dann haben wir klargekommen. Und dann ich ein paar Leute, ein paar Kollegen, da haben wir das gemacht und meine Frau auch. Ja, Ja, wichtig, ja, mache ich gleich auch hier. Waschen, ja. Ja. Das ist unsere große Schneidermaschine. Ich baue das jetzt ein. Wir machen jetzt die Karotten für die Veggie Patties. Welche Wings? Veggie Patties. Veggie Patties.
Handschuhe with like Gemüse. Du hast was auf die Haut. Und wenn du anfasst, du kannst 2 Tage lange halten oder weniger. So Handschuhe helfen, dass es hält ein bisschen. Du meinst, deine Hände sind gelb? Genau. Ja? Ja. Bisschen Disinfection. Ja, wie viel waren das jetzt? Kilo? Das ist 10 Kilo. Hä? 10 Kilo. 10 Kilo? 10 Kilo Karotten. Und das würde vielleicht 220 Veggie Patties machen. 220? Ja. Okay. So per Kilo, ich mache 17 Gramm Salz für 10 Kilo 17 Gramm Salz. per Kilo, ja. Per Kilo? Per Kilo, ja. Und dann die Wasser kommt raus und mixen das ab, wir lassen für 20 Minuten und dann wir machen das Wasser alles weg. So, Toll, ja. wir warten auf das, jetzt wir machen Burgersauce. Mayonnaise. Mayonnaise, das ist für die Burgersauce, ja. Man kann auch selber machen, man kann auch die Mayonnaise selber machen, aber das hat ein bisschen viel zu tun und da habe ich keine Zeit für. Aber ich finde der Hoffmann nicht schlecht für unsere Burgersauce. Okay. Wasser einfach? Wasser, ja. Oh, war das zu dick? Ah, okay. Einfaches Wasser. Ja. Unser Gemisch. Jetzt? Aha. Das ist mein Ingredient. Was? Das ist mein Ingredient. Das ist
Ah, okay. Ich will nicht sagen, was das ist. Okay, the dine ingredient. Okay, yes. I understand. I hope so. Senf. Senf. Senf ist immer gut für Burgersauce. Oh. Und du brauchst nichts mehr. Das ist richtig so ein Riesenmixer. Ja. War ich nur die Einzige, das macht eine frische Smashburger bei Festivals. Nobody else is doing this. Kein anderer macht. Ich bin nur der Verrückte. Aber ich will das in der Nähe, in Schleswig-Holstein. Ich kenne keiner macht keinen Burger im... Doch, die machen fertige Patties. Wir machen fresh. Ah, okay. See, warum kann die Leute nichts gute Musik und gute Essen haben? Das ist meine Gedanken. And, and the Leute, they thank us for it. Like, they come back jeden Tag, vielleicht 3 Burger in einen Tag, 4 Burger in einen Tag. They're like, man, das ist the beste Shit, ich habe gegessen in meinem Leben. Und das ist die hard work. Ja. Das ist die Liebe, ich pack drin. Dass die Leute kriegen eine gute Smashburger bei Festivals. Wir lassen ihn jetzt für 20 Minuten. Okay. Dann sehen, wo er kommt. Das ist diese Pulver, das ist rein. Entweder machst du dick oder zu dünn. Wenn es zu dick, bisschen mehr Wasser, wenn es zu dünn, bisschen mehr Mayonnaise. Okay. So, das nehmen wir abschmecken. Also in 20 Minuten dann... Nochmal gucken. Nochmal gucken, ja. Fertig. Okay. So ist es. Ich habe alles in Truck gemacht und darfst du richtig das nichts machen. Und es war auch anstrengend. Anfangen, wir waren klein und dann 4 Monate später, die Leute kennen unsere Burger und dann wir waren größer. Und ich sagte, ich brauche einen Laden, weißt du? Aber wenn du bist ein Anfänger, hast du nicht so viel Geld. You musst Geld sparen, wo kann ich Geld sparen? Ja. Aber ja, das hat mir fast 2 Jahre gedauert und wir sind noch nicht jetzt fertig. Da gibt es eine andere Seite, aber das ist immer noch gebaut. Da werden wir ein großes Crewroom bauen und dann werden wir die Gemisch alles selber machen. Jetzt Schlachter macht, wir wollten das Rindfleisch gemischt, was ist drin, haben wir Salz drin oder was. Und all das Fleisch ein und dann wir machen die Gemisch, dann wir wissen 100% ist, wo wir wollten. Okay. Manchmal der packt zu Fett drin oder zu wenig. Aber 80%, der kann das klar, aber muss nichts vergessen, der machen der Arbeit, ist nichts wie meine Hand würde das machen, weißt du? Ja. Ich will, dass ich control alles und wir versuchen immer die beste Smash Cheeseburger. Der kleine Anfang war, bring back a good cheeseburger, because ich konnte einen guten Cheeseburger nichts finden. Da war Salat drauf oder Ketchup oder Senf. People would just seen dollar signs, but there was no hearts drin. That's my problem. Like the Fleisch, meistens the Fleisch war gut and the Brötchen war scheiße, or the Brötchen war gut, the Fleisch war scheiße, and then there was no ketchup drauf. I'm like, fuck it out. Or the Salat drauf, and I'm like, Okay. Das hat mich genervt. Okay. Und dann bist du auf die, dachtest du, Yeah. jetzt mach ich selbst hier. Yeah, and then kam Corona. Yes. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt einen Burger. Jetzt ist gut, saftig. Siehst du jetzt, das Wasser schon. Ah, ja. It just hält die Veggie Patty besser. Okay.
Und ein guter Chef hat uns diese Veggie Patties gesagt. Er heißt Sven Neumann. Dein Bekannter? Kollege, ja? Kollege, er ist ein guter Chef, richtig guter Chef. Ich hatte ihm gesagt, okay, wir fast fertig mit dem Cheeseburger und kannst du mir helfen mit der guten Veggie? Because Veggie hatte ich richtig keine Ahnung vor. Ich wollte auch keinen Veggie-Burger machen, aber die Leute hatten mich gefragt, kannst du mir Veggie? Okay, mag ich eine Veggie. Aber es ist später gekommen, oder? Später gekommen. Ja. This is the hard work I do, dass Leute picken eine gute Veggie. Ja. Das ist nicht so, das ist für mich gut 3-4 Stunden arbeiten für 200 Veggie per. Wie lange? 3-4 Stunden? 3-4 Stunden, ja. Muss warten, dass die Wasser kommt raus. Gibt es keine Maschine, die jetzt das halt? Vielleicht, weil ich habe das Geld nicht vor jetzt. Ja. Muss klein anfangen. Du kennst auch all die Karotten, schon geschnitten gekauft, aber dann ist auch teurer. Aber ich liebe mit meiner Hand auch arbeiten, weißt du? Das heißt also in der Dose so? Nein, du kannst, say, eine große Firma sagen, okay, gib mir 20 Kilo, Karotten geschnitten. 2 mm Karotten geschnitten und dann kann das für dich machen, kein Problem. Und wie viel teurer ist das so? 20, 30 So, like 10 Kilo Karotten, was ich habe jetzt gekauft, ist about 8 Euro. Und dann Wie 8 Euro für was? 10 Kilo Karotten. 8 Ja. Euro, okay. Normale Karotten, weißt Okay. du? Aber wenn verkauft geschnitten, 24 Euro für 10 Kilo. Okay. Ist Drama. Aber ich will, dass ich arbeite mit meinen Händen. So, das ist nichts vergessen. Weißt du, what a kitchen is? Ja, Kitchen ist Handarbeit. Ja, genau richtig. Aber ich cut nicht so dünn, ein bisschen dicker gegen. Du willst das sehen in der Veggie Patty. Nicht wie hier ein Pesto oder was. Ah, okay, bisschen dicker. Ein bisschen dicker, dass du siehst, das in der Veggie Patty. Ja. Ah, okay. Ja, die Burger Sauce, das ist die einzige, das wollte ich wollte richtig, das war das andere den anderen Leute. Wie gesagt, das hat mir 6 Jahre gedauert. Mit der Soße? Mit der Soße. Und bis Ende der, it was just ganz simpel. Anfang ich hatte so viel rein, so viel Scheiß rein und jetzt ist mir simpel und besser. Okay. Simpel ist immer besser. Okay. Aber die Soße ist jetzt für alle Burger oder für bestimmte? Nee. Nur fürs meistens für den Cheeseburger. Cheeseburger. Der kommt ein bisschen für die Pulled Pork Burger. Und Veggie Burger kommt die Coleslaw und Sour Cream. Okay.
Oh, es lugt. Fast 20 Liter. Oh. Sorry. Besser? Ja, alles gut. 20 Liter Soße. So. Und das würde in 4 Tagen weg. Wir würden vielleicht diese Woche fast 1200 Burger machen. Ah, sorry, ja, in diesen 4 Tagen ist fast, wenn die Wetter ist gut, fast 1200 Burger. Und es ist gut gemischt, es ist kein Mayonnaise, ist richtig gut gemischt. Kein Senf auf die Wand. Ja. Da ist auch nichts nachgefüllt, also war gut. Ja. Ja? Ja, richtig gut. Ja, it's a Risiko, ich weiß nicht. If du hast mich 2 Jahre gefragt, wo der Burger für mich funktioniert, gegen Hamburg hat so viele Burgerladen. Es ist Burgerladen so Büro, weißt du, kommt 10 neue Burgerladen jedes Jahr. Wie viel? 10 Jahre, 10 Burgers jedes Jahr, weißt du? Neue Burgerladen auf. Ja, sicher, die machen auch. In Ja. Hamburg, ja. Ja. Und wenn du hast gesagt, Luke, ich gebe dir 1 Million Euro oder was, und bau was du willst, it's a Risiko, du weißt doch nichts. Ja, kann ich dir Geld zurückgeben, weißt du? Jetzt weiß ich, jetzt läuft für mich. Ich habe 100% in den letzten 3 Jahren gegeben. Jetzt läuft für uns. Jetzt wir haben richtig gut zu tun. Festivals liebt uns, weißt du. Ja. Unser Instagram läuft richtig gut. Oh, Okay. heute 21. Okay. Wie lange ist das so haltbar? Ja, 1 Monat, aber für uns bleibt. Ah, okay, so. Er bleibt nichts an. Er bleibt 4, 5 Tage vielleicht. Aber er braucht 3 Tage. Ich habe schon Burgersauce da. Ah, Aber er braucht 3 Tage. Das zu stehen, ziehen. Ja, Ja, genau, ja, ja. okay. Schmeckt besser. Karotten mit deinen eigenen, ja, mit Mehl. Nee, es ist mehr wie glutenfrei Mehl. Und ein Egg. Wie heißt? Powdered Weißeis. Gut gemischt. So unsere Patty ist veggie, nichts vegan. Gegen wir haben auch Ei drin. Das ist gut. Jetzt Test. Gut. Großpfanne. Eine große Pfanne. Jetzt wird es laut. Vor das heiß. Wir machen Ja. hier die Bleche hier vorbereiten. Und wir just immer korrekt. Wie ein Küchenchef muss sein. Weißt du, nicht so stressig, nicht ein Arschloch. Und ja. Und dann ja, ist gut. Wir haben gut zusammen gekocht und jetzt er hilft mir auch viel dabei. Er hilft mir mit der Jackfruit, der Pulled Pork und
Ja. Wenn ich brauche Helfer, er ist immer da für mich. Okay. Beautiful and brown. Ja, nice. Handgemacht ist, der gibt gar nicht besser. Es ist like, ich weiß, dass die Leute, die kriegen einen guten Burger, weißt du? Und jetzt mit Liebe. Burger is 100% my love. It's was ich gebe da 100% vor. Warum ich sehe meine Familie nicht so viel. Ich bin immer hier. Nur dass die Leute kriegen einen geilen Cheeseburger schon wieder. Like, ich bin 100% mein Cheeseburger, hinter mein Cheeseburger. Richtige Fleisch, du kannst nichts besser als mein Cheeseburger finden. It's just ein echt geiler fucking Cheeseburger. Ich mag einen Cheeseburger, das jeder Mensch kann. Ein Mann mit ohne Geld, ein Mann mit Geld kann meinen Cheeseburger probieren. Weißt du, unser Cheeseburger ist bis jetzt nie über 10 Euro. Wenn du willst extras, ja, aber unser Cheeseburger ist fast 9 Euro hand fucking gemacht. Like Brötchen, Fleisch, die Burgersauce. Und wo wir machen, wo wir grillen die Brötchen, wo wir keep das Fleisch unter 3 Grad und dann wir slashen. Like, okay, viel Arbeit. Ist viel Arbeit, viel Gedanke und es ist echt geil. Okay, also, ja. Und viel, also, viel kann man nur allen empfehlen, ja. zu empfehlen und zu probieren. Ja, yeah, du musst nur probieren. It's like, ich habe fast dieses Jahr 20.000 Burger gemacht. 20.000? Fast. Mhm. Und ich hatte nur ein Mensch gemeckert. Nur einer. Okay. Er war eine alte Dame und sie wollte Würstchen haben. Okay. Und ich hatte nur Burger. Und sie hat nur mir gesagt, ist nichts mal geschmeckt. Also das tut mir leid. Aber fast, wir haben nie Problems. Nie Problems. Die Leute immer zufrieden. Und das hilft mir auch, wenn Leute kommen back, oh Mann, das ist der beste Cheeseburger, ich habe probiert. Und das hilft mir auch viel. Nach 16 Stunden Tag Festival, du bist kaputt. Und wenn die Leute kommen back, sagen, Mann, mach weiter bitte, das ist der beste Burger. Das hilft als mir als ein Koch viel. Ja. Cheers. 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 Guten Appetit. Wenn Sie will. Ja. Just komm, probier meinen Cheeseburger. Das ist alle Sache. Komm, probier meinen Cheeseburger. Yes. Mehr brauche ich nichts. Sehr gut. Ja. Look, wir sehen uns in Australien. 100%. Wir sehen uns all over the world. Yes. Ja. Aber erstmal Hamburg. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Spielgut und Platz. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank. Ich hatte Spaß. Ja. Ja, ich danke dir auch herzlich für das. Und ich wünsche dir, dass dein Geschäft wächst, wächst und wächst. Ja, danke. Bigger. Ja. And biggest. Ja, das ist die Plan. Das ist was mein Wunsch, der Heartstring, dass er gibt 100%. Dass er halt große Schlange ist. Und ja, für mich ist es meistens, dass mein Cheeseburger geht in Leutes Mund. Das ist so einfach. Ja. Wie gesagt, mein Herz ist 100% drin. Ja. Look, ich danke dir. Danke auch, ja. See you soon. Das ist unsere hausgemachte Burgersauce.
Das habe ich 7 Jahre gearbeitet vor. Unser Burger ist schnell. Fresh und schnell. Wie lange brauchen die? 1 Minute. 1 Minute? 1 Minute. Und fertig. Wir machen für Festivals. Das ist unser Burgers für Festivals. Gegen viele Leute machen mit Frozen Patties, aber wir wollen, dass die Festival kriegt eine frische Burger nachmachen. Hier, Brötchen ist auch handgemacht. Ist das dann Smashburger? Das ist ein Smashburger, Australian Smashburger. Keine Salat, no condiments. Salat für uns ist ein Sandwich. Aber Leute darf machen, was er will, aber wir machen keinen Salat auf unsere Burger. Das ist unsere Cheesy. It's your Australian Burger. Das ist unsere, ja. Yes? Ja. Ich habe dein Instagram gelesen. Ja? Ja. Ich habe dann auch deine Internetseite gelesen. Oh, super. Genau. Aber ich würde das gerne auch persönlich von dir hören. Dass du das alles so mit Herz, mit Leidenschaft machst. Ist alles mit Herz gemacht. Ja, Ja. mit Jetzt? Liebe, Herz, ja, genau. Diese sind unsere Kroketten. Ja. Die kommen aus Amerika, der heißt Tater Tots. Wie heißen die? Ja, Tater Tots. Potatoes. In Deutschland Potato Pops. Und hier ist homemade Gravy. Und die Soße? Bratensauce. Gravy. Okay, Bratsoße. Bitte schön. Vielen Dank. Hat ihr schon bestellt? Ja, 2 Cheeseburger neu. 2 Cheeseburger. So, diese Brötchen heißt Portuguese Sweet Bun. So, mehr Gelb über die Ei und ein bisschen mehr Butter und Zucker. Bekommt ihr das vom Bäcker? Wir haben früher gemacht, aber jetzt wir machen ein bisschen mehr, ich schaffe nichts mehr zu selber machen. So jetzt diese heißt Soul Portugal. Der kommt aus Jaffestraße, Hamburg. Richtig gut. Portugiese Family. Just saftig. Ist das jetzt, kommen die jetzt vom Bäcker oder? Das ist von einem Bäcker, ja. Von einem Bäcker. Portugiese Firma. Portugiesisches Firma? Portugiese heißt Soul Portugal. Jaffestraße, Hamburg. Ah, in Hamburg, aus In Hamburg, ja, ja, ja. Oh. Ja. It's a family. Bisschen DJ, Yes! so ist. Ja. Dass die Soße kommt nichts durch. Ah, damit die Soße nicht... Ja, bleibt oben jetzt. Ah. Was ist das für eine Soße? Das ist meine selbstgemachte Soße. Ja. So, 8% Mayonnaise, Würzgurke und dann gibt es Tomaten, Special Tomaten. Aber es ist kein Ketchup drin. Und das ist deutsche Beef, kommt aus Niedersachsen. Und wir nehmen nur die Kuh, nur die Damen. Ah, Sie hat auch okay. keinen Sex. Und das ist mein Geschmack, das ich mache. Okay. Fleisch ist immer 3 Grad.
Ah? Fleisch ist immer normalerweise 3 Grad, wir gehen nie hoch in 3 Grad. Ah, okay. Das bleibt saftig, wenn man macht Smash. Und 80% Pfeffer, 20% Salz. So schnell. Ja. Zwei Cheeseburger. Diese Buns. Best? The best. Exactly the best. Okay. Willst du einen probieren? Später, vielen Dank. Vielen Dank. Später. Wir machen flach, aber nichts richtig flach. Okay. Nichts. Und mit Manchmal- Salat? Mit Salat, sagst du, ist das noch was? Das Sandwich. Sandwich, okay. Kein Burger. Okay. Nur meine Meinung. Okay. Du darfst auch Salat drauf. Ich mag keinen Salat auf meine Burger. Okay. Viel mehr. Okay. Wir will fair sein. Die Leute kriegen einen guten Burger. Ja, warte. Okay. Zwei pro Pork. Aber das ist unsere Renner. Ja. Es gibt keine bessere Cheeseburger than uns in Hamburg. Keine Chance. Just look at that. Yes. Perfect. Cheeseburger. Wir haben kein Patty. Okay. Wir waffeln jeden Tag frisches Fleisch. Brisket und Chuck. So 10%. Okay. Nicht so viel Fett, und dann es babbelt. Das ist nur mein geschmeckt. Perfekt.
Immer zu zweit unterwegs? Ah, nein, Festival 6. 6 Leute? 6 Leute. We have like eine in Kühlhaus, immer die Ballers machen, dass wir machen ein frisches Produkt und 5 hier. So, einer an Kasse, einer macht die Beilage und es 3 Leute hier. Dann wir haben alle 3 Grills an und wir schaffen 1500 bis 2000 Burger am Tag. Wo? Bei Fett like Rock am Ring, Airbnb One, machen eine Noisy Festival auch in Hamburg. So, ja, wir machen große Firmen, 6000 Leute am Tag. Halt nichts nur Burger, andere Sachen like die Beilage. Wir haben verschiedene Beilages. Aber unser Renner ist der Cheeseburger. Ich will, dass die Leute gute Cheeseburger nachher haben. Ohne Salat. Ich hatte keine Burger hier nur in Hamburg gefunden, es ist alles mit Salat drauf. Für mich ist das ein Sandwich. Okay. Das warum ich habe die Burger gemacht in Corona. So ich war zu Hause wie alle und ich habe angefangen mit einem kleinen Truck. Jetzt wir haben die große Truck gebaut. Jetzt wir schaffen eine Menge. You don't move back it up, you won't pay that price. Take quick to the bag. There you go, mate. Pulled pork. Das haben wir auch sauber gebaut. Ja? So, the patty, ich habe gebaut, dass der Patty ist der gleiche. So, wenn wir sind nicht auf dem Truck und wir sind größer, der weiß, wie groß der Patty muss sein. Okay. Zwei, drei. Da haben wir unsere Special. Das ist Jackfruit. Kommt aus Asien. Da, wir machen den Ofen mit Wasser und dann kochen wir in einer Indisch- und Sojasauce. Ein bisschen scharfer auch. Und das ist komplett vegan. Wie heißt das? Jackfruit. 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 Ja, wenn du guckst unsere Tafel oder Okay. das kommt auf die Veggie. Okay. Aber auf die Kartoffeln, denn das ist komplett vegan. Das ist bei dem Veggie, ja? Veggie, ja. Aber normalerweise ohne Käse, aber der wollte Käse haben. Das ist der Double Bacon Cheesy. Okay. This burger is for the people.
Bacon Bacon, ja. vorgebraten, ja? Vorgebraten, ja. Du musst, wenn kommt die große Schlange, du musst vorbraten, oder? Okay, schafft man nicht. Ja, ja, dann nimmt die Grill weg. Okay. Manchmal Leute packen auch Jalapenos drauf. Auch. Ah, okay. Pardon. Hotel Sunny hast du? Ja. Das ist der Double Bacon. Bitteschön. Dankeschön. Also die besten Burger sind aus Australien. Ja, beste Burger und jetzt in Deutschland. Ah, jetzt. Ja, genau. Ja, ja. Cheeseburger kommt jetzt. Die beste Cheesy. Bitteschön. Schön ab. Spaß. Full cheesy, ein Double Bacon, ja? Ja, aus Fries, ja, aus Fries haben einige aus der Ömerland, also Oldenburger Land, Oldenburg kennst du vielleicht, ne? Und aber die haben beide Meine Familie kommt da drüben her. So, let's welcome me. Full cheesies und ein Double Bacon. Alles Rindfleisch, Alles Rind. Damen. Alles round, ja, Damen, genau. Cool. Sie ist ein Jahr, sie ist fast 2 Jahre alt und sie hat nie Sex. Also Kuh, kein Sex und höchstens 2 Jahre. Ja, Und dann ist das beste Fleisch, ja? für mich. Genau, für mich. Ja. Und die Burgersoße hat mir 6 Jahre gedauert. Hä? Burgersoße, 6 Jahre. Fast 6 Jahre. Burgersoße. Du hast 6 Jahre gebraucht. Ja, das, Ja? das war perfekt. Ah, okay. Also 6 Jahre lang hast du ausprobiert, getestet. Die Burgersoße, ja. Und jetzt Ja. ist perfekt. Kommst du, hier war ein bisschen Musik, haben wir gehört. Kommst du selbst aus Gastro-Szene, Gastrobereich? Meine Mutter hat hier Restaurants Ja? Wo? in Australien. Australien. Und da habe ich als Jung in der Küche erstmal Tellerwaschen gemacht und nach der Schule Als Kleiner. als Kleiner. Und dann ich wollte Bauarbeiter. Bauarbeiter. Ich wollte Bauarbeiter, dann ich hatte einen großen Anfall. Ich war 4. Stock bis Boden und hat richtig was alles kaputt. Musste lernen zu laufen. Dann ich war nach 25 Jahren alt, ich war in der Gastro. Aber als Young Kind, ich war immer in der Gastro mit meiner Mutter nach der Schule. Aber habe ich nie was gelernt. Ah, nie gelernt. Ich habe nur selber viel YouTube geguckt, dann in der Küche gearbeitet und immer nur geguckt. Und jetzt ich mache die beste fucking Burger. Yes, ja. So, let's go. Cheeseburger. 1. Dry Cheeseburger. Das ist noch 2, ja? Gut, und ich habe 3. Wir machen das ja. Ja. 10 Euro macht es. Und jetzt kein
Alles gut, lieber vor mir. Dankeschön. Wo kommt der Burger her? Aus Hamburg. Aus Hamburg. The original story is they had here Brötchen und Frikadellen für die Leute, für die poor Leute auf Schiff nach Amerika und then they had the hamburger created in America. Aber das rum heißt Hamburg. Luke, wie bist du nach Deutschland gekommen? Meine Frau hat Work and Travel gemacht in Australia. Und die letzten 2 Wochen, wir haben kennengelernt. In Australien? In Australia, ja. Nach vorne unser Haus bei dem Strand. Und there was this beautiful German lady, girl. Sie war weg und einen Monat hat mein Haus verkauft, Autos verkauft und ich war in Deutschland. Und jetzt innerhalb von was? in einem Monat. Ein Monat? Ein Monat. Haus verkauft, Auto verkauft? Autos verkauft und nach Deutschland gekommen. Und dann ein Jahr später verheiratet und jetzt nächstes Jahr ist 10 Jahre. 10 Jahre verheiratet? Ja, nächstes Jahr. Das ist richtig so Love Story. Und Leute, manchmal Leute sagen, warum nicht Australien? Ich bin nicht normal. Aber wollte die Frau nicht nach... Doch, wir wollten, aber sie musste erstmal die Schule fertig und ich kann kochen, weißt du, das kocht. Wenn du bist gut oder okay, du kannst arbeiten wolltest. Okay. Du bist in Deutschland gekommen? Vor Corona, we were in Gespräch für ein Hotel with a restaurant in Norderstedt. So we wollten ein Hotel nehmen mit einem Restaurant, aber dann kam Corona. So this was 2019, Dezember. Wir hatten fast den Vertrag Unterschrift gemacht. Und dann kam dieser Virus. Aber ihr wolltet auch von Anfang an mit Truck fahren? Nein. Wir wollten ein Hotel kaufen in 2019 Dezember. Hotel. Und dann kam ein Gespräch gegen ein Virus und wir hatten nichts Unterschrift gemacht gegen Corona. Aber Hotel oder Restaurant? Beides. Es war ein Hotel mit Hotel einem mit Restaurant Restaurant. unter. Okay. Ja, und dann ich war zu Hause für ein Jahr wie alle. Aber da in dieses Jahr haben wir Businessplan gemacht mit einem Food Truck. Wir können draußen arbeiten, egal ob Corona kommt. Wir können immer noch arbeiten. Weißt du, Hotel, Restaurants, Zoo, alles. Und das ist warum wir die Food Trucks gemacht. Und das ist warum wir jetzt die Burger gemacht. Okay. Life had me das gegeben. Okay, aber im Hotel, im Restaurant wolltet ihr auch Burger? Also Nein, wir wollten ein Australian Restaurant machen. Steaks, Salats, Pasta. A good Australian, good Steaks, ein Burger. In Deutschland aber? In Deutschland, ja. In Deutschland. Okay, und das heißt, wie war das am Anfang? Wie viel so am Anfang? War anstrengend, war hart. Die Leute hatten nichts verstanden, was für ein Burger das war. Okay. Und dann, Firma Speisenwerft hat uns eingeladen zu der ATP. Das ist die Speisenwerft bei Tim Melzer. Okay. Der hat uns eingeladen und dann wir haben die ATP gemacht. Was heißt das? Es ist die Tennis hier in Rotterdam. Okay. Und bis dann, die Leute kennen uns. Das war unser erster Auftritt. Ja. Tim Melzer hat euch eingeladen oder jemand von den... Die Geschäftsführer von Speisenwerft. Okay. Jan hat uns eingeladen zu Tennis. Tim Melzer war da. Er hat Hallo gesagt, hey, okay. was noch? Okay. Und dann wir were Bekanntheit. Bekanntheit. Genau. Okay. Das heißt, die Liste, wo ihr seid, findet man im Internet, auf eurer Homepage. Ja. Ja. Und ich mag jeden Montag, Sunny mag jeden Montag oder Dienstag die Stories, wo wir sind. Okay. Ja. Okay. Ja, das ist jetzt die Schwester? Nein, das ist... Nein, nicht deine Schwester. Nein. Aber von deiner Frau? Die Schwester von Maike hat unser Logo gemacht. Okay. Maike ist nur ein Kollege. Okay. Mit der Schwester haben wir auch zusammengearbeitet. Okay, das ist schon fast Familienbetrieb. Ja. Die Onkel von Maike hat meine Hochzeit gemacht mit Autos. So wir kennen each other. Okay. Und kommst du aus, welche Branche kommst du selbst aus? Ich komme aus dem Kreativbereich eigentlich. Okay, Marketing. Ja, also nicht Marketing, sondern Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign, Und aus dem künstlerischen Bereich. Okay, und du machst jetzt Insta Ja, sozusagen Quereinstieg, ne? In der Gastro. Okay. Das ist eine Abwechslung. Alles klar. Okay. Ja. Ja, so unser Plan ist, wie groß wir können.
Wir brauchen auch jetzt Mitarbeiter. Wir haben so viel zu tun. Wir haben einen Truck. Dieser Truck ist jetzt dieses Jahr schon. Ist das schon ein zweites? Das ist das zweite. Das ist die große. Jetzt der Kleine hat die Festivals nicht geschafft. Wir müssen eine Küche hinten nochmal bauen, dass wir schaffen die Menge. So Okay. letztes Jahr oder in 2 Jahren meine Frau und noch ein Kollege, wir haben hier alles, geplant und dann haben wir es für uns gebaut. Der Truck ist über 150.000 Euro. Wie viel? Über 150.000 Euro. So ein Truck? So ein Truck, ja. Oh. Grills 5.000, die Fryer 7.000. Wir haben dreimal diese. Und der Truck ist neu. Okay. Ja. Truck, da muss man den umbauen. Ja, da muss die ganzen Dinge weg, Genau. größer machen und dann eine Küche anbauen, ja. Und dann kostet das um die. Oder ist es. Mit dem neuen Truck auch inklusiv. Und Küche, ja. Okay. So der Truck ist auch 2024 neu. Ja. Andere Weather, ja. Jetzt unsere Aber vor ein paar Minuten waren viele Leute, jetzt alle weg wegen Wetter. jetzt unsere Schlange ist weg. Ja, ja. Aber dafür ist Musik auch. Wir können jetzt auch reden, oder? Ja. Ja. Steak. Yes. Yeah.